Hallo meine Lieben, ich bin Adel und ich lebe in meinem Camper, bin zurzeit aktuell auf Kreta in Griechenland und ja, habe einige Erkenntnisse auf meiner Reise erhalten und jetzt bin ich aktuell hier angekommen für eine gewisse Zeit. In diesem Video möchte ich über Außerirdische, den Kontakt mit Außerirdischen reden, und zwar den Plejaden. Das sind lichtvolle Außerirdische. Also im letzten Video habe ich ja über Verrücktsein gesprochen und mich gefragt, ob ich verrückt bin. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, ich bin verrückt. Oder wahnsinnig. Ich habe das in dem Video erklärt. Ja, und wenn ihr glaubt, es wird noch verrückter, dann stimmt das. Ja, und deshalb erzähle ich heute über meinen Kontakt zu den Plejaden. Ja, wie ist der Kontakt entstanden? Also ich habe mich zuerst mal, sage ich mal, vor 3-4 Jahren so mit dem Thema immer mehr befasst. Es kam zu mir durch eine gewisse Dokumentation, Ancient Aliens heißt das auf Englisch, quasi alte Außerirdische oder Antike. Und da geht es um, zeigen die Pyramiden von Ägypten oder von Mexiko oder irgendwo anders. Weltweit gibt es ja ganz viele Pyramiden. Oder andere Tempelanlagen oder alte Bauwerke und zeigen dann ja, Symbole oder Bilder und Statuen, die uns eine Information geben. Und da kommen die immer wieder darauf, ja, das kann doch nicht von Menschenhand gemacht sein oder das ist eine Information, was sind das für Wesen, ne? Das sehen ja nicht aus wie Menschen oder irgendwie sowas, dass der Rückschluss immer wieder kommt, kann es sein, dass wir in früherer Zeit von Außerirdischen besucht worden sind oder geholfen worden sind oder nicht geholfen, gibt es auch. Und da fand ich das sehr interessant mit den ägyptischen Pyramiden, wie die aufgebaut sind, nach dem Sternensystem, nach dem Orion. Oder auch, da sind ja noch mehrere kleinere Pyramiden, die sind nach den Plejaden ausgerichtet. Das sind 6, 7 Sterne, 7 Sterne eigentlich. Man sieht aber mit dem bloßen Auge nur 6. Und Gordi, hier bleiben. Ich muss mal ab und zu meine Hunde rufen, weil hier sind Ziegen, die hier frei rumlaufen. Und meine Hunde nutzen das immer aus, wenn ich ein Video mache, dann kann ich die nämlich nicht so kontrollieren. Ja? Ich zeige die Hunde mal, wie ihr sie noch nicht kennt. Das ist der Buddy aus Montenegro. Und das ist der Gordi aus Spanien. Ja, Gordi. So, gehen jetzt hier den Weg runter. Wir müssen bald da sein. An einem wundervollen Strand. Ja, und ich habe dann quasi schon mich informiert. Also ich habe daran geglaubt. Das war es schon mal. Ich habe schon mal an Außerirdische geglaubt. Nachdem ich diese Doku gesehen habe, habe ich mir gedacht, ja, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es Außerirdische gibt. Und wenn ich mir diese Anlagen schaue, macht das wahrscheinlich auch Sinn, weil das kann nicht von Menschenhand gemacht worden sein. So, zumindest nicht mit den Technologien, die wir heutzutage haben. Also, kurz darauf hat meine
damalige Freundin, mit der ich da noch zusammen war. Oder halb nicht, weil weil wir im Streit waren. Ich erzähle das gleich mal. Die hat an einem Seminar teilgenommen, und zwar Akasha-Lesung. Eine Akasha-Lesung. Wer das noch nicht kennt, erkläre ich ganz kurz. Man kann sich über ein Gebet mit der geistigen Welt verbinden, die um dich herum ist und dich begleitet und unterstützt, wenn du darum fragst. Das sind unsere Helfer, geistigen Helfer kann man sagen, und Begleiter. Kann jede Form haben. Engel, altägyptische Götter habe ich zum Beispiel auch, einen zumindest, mit dem ich schon darüber Kontakt bekommen habe, der Tot. Dann, wen noch? Engel, keine Ahnung. Es gibt ja so viel, was wir nicht wissen. Kobolde, Gnome, Zwerge, eigentlich das, was in den Märchen auch ist teilweise auch wahr. Und das nennt sich dann Märchen. Ich muss mal mein Mikro hier abhalten vom Wind, weil jetzt ist gerade der Wind von der Seite sehr stark. Ich glaube, hier müssen wir auch runter. Hier ist ein Weg. Das ist hier der Weg, also. Weil irgendwann will ich ja mal ans Meer. Sonst laufen wir dann parallel die ganze Zeit. Okay, also da gibt es ganz viele verschiedene Ahnen. Ich habe jetzt nicht zu so vielen Kontakt gehabt. Ja? Jedenfalls meine damalige Freundin hat das in einem Seminar gelernt, geistig Kontakt aufzunehmen. Man kann es auch Channeling nennen, aber Channeling ist noch ein bisschen anders. Da kommt die Energie mehr in den Körper. Und so bleibst du selbst, aber das ist dann telepathisch. Kriegst du die Worte. Wie so eine Unterhaltung halt. Und ja, wir waren dann aber im Streit. Und sie war zu der Zeit bei ihrer Tochter. Und ja, wir waren fast getrennt, kann man sagen. Und es war eine kleine Auszeit. Und dann fragt die mich in der Zeit tatsächlich, also es war schon sehr schicksalhaft, ob ich eine Lesung von ihrer Seminarleiterin haben möchte. Weil sie bietet das an, kostenlos, über Video. Ich muss nicht persönlich da sein. Die braucht einen Mann und eine Frau, sucht sie, den sie nicht kennt. Also ohne irgendwas von demjenigen zu wissen, nur den Namen und die Zustimmung. Und ich weiß nicht, ob Geburtsdatum noch nötig war, weiß nicht mehr. Zur Identifikation, sage ich mal. Namen, voller Namen, Personalausweis und dann die Zustimmung. Ja, und sie fragt mich. Ich war dafür offen. Ich habe gesagt, ja, warum nicht? Also, wenn es kostenlos ist, klar. Nehme ich. Nehme ich mit. Sie hat gar nicht an ihre Tochter gedacht, bei der sie war. Also, das ist das Komische daran. Diese Lesung sollte für mich sein und kommen. Ja? Und gut, also die Frau hat dann 10 Fragen vorbereitet und ich war damit einverstanden.
Und ich konnte dann zur Arbeit gehen, also in der Zeit, als sie diese Lesung aufgenommen hat. Und ich musste dann nicht irgendwie da irgendwie meditieren oder so, sondern ich war dann unterwegs, habe mein Ding gemacht. Und dann, wie war das? Dann hat sie mir dann das Video bereitgestellt. Und das Interessante ist dabei, sie hatte noch nie Kontakt mit Außerirdischen. Und sie hat auch noch nie sich damit befasst und kannte auch die Plejaden nicht. Das ist schon mal das Interessante dabei. Ich zeig mal, hier hat man schon einen Blick auf den Strand, wo ich hin bin. Wow! Also das ist auch echt ein Augenschmaus für die Sinne, oder? Für alle Sinne, nicht nur für die Augen. Oh Mann. Ja, deshalb bin ich hier. Ja, also sie hat dann angefangen mit der Lesung und da kam diese Energie und dann hat sie die Worte bekommen und meinte sie, woher kommt ihr? Wer ist da? Ja, wir sind wie Außerirdische. Außerirdische. Hat sie erst mal so schlucken müssen. Dann, ja, woher kommt ihr denn? Welches Sternensystem? Ja, von den Plejaden. Plejaden, okay, hat sie noch nie gehört. Also das zeigt ja schon, dass sie das sich nicht ausgedacht hat. Ne? Dann zweitens, ja, und dann, ich sage jetzt nicht den ganzen Inhalt, aber so ein paar Sachen, die sehr, sehr interessant waren. Und dann sagten die, ja, die sind meine Sternengeschwister. Wie Sternengeschwister? Ja, also ich wäre selber mal ein Plejade gewesen. In einer vorherigen Inkarnation. Und jetzt habe ich mich entschieden, hier auf dieser Welt das Spiel des Lebens zu spielen als Mensch. Auf dem Spielfeld Planet Erde quasi. Wow, okay. Also ich dachte nur so, what? Also okay, dass ich ein bisschen anders bin, sieht man ja, ne? Ich habe ja auch im letzten Video gesagt, dass ich nicht 0815 bin. Also ich bin schon verrückt. Also zumindest in den letzten 4, 5 Jahren, ne, wurde ich verrückt. Vorher hatte ich schon 0815 Leben. Dann ja, meinten sie so, ich bin hier als Mensch, um eine multidimensionale Erfahrung zu machen. Damals, also das war vor drei Jahren ungefähr, konnte ich damit gar nichts anfangen. Also ich kannte diese Dimensionen nicht. 3., 4., 5. Dimension. Und jetzt, also habe ich das verstanden, was sie meinten später. 3. Dimension, also für die, die das noch nicht kennen, ist halt die Matrix, in der wir leben. Das ist ja die Illusion. In der Illusion kann man sagen, ist alles eine Illusion, verschachtelt. 3D-Matrix nennt man das auch. Die 5. Dimension ist die Dimension, in der wir jetzt in nächster Zeit oder aktuell schon hinbewegen, vom Bewusstsein zu Bewusstseinszustände. Du kannst dann andere Dinge wahrnehmen. Du kannst die geistige Welt wahrnehmen, du kannst die Außerirdischen wahrnehmen. Irgendwann ist das so weit, dass wir sind eigentlich von denen umgeben, nur können die nicht wahrnehmen. Ja, Engel oder wer auch immer. Und ja, in der 5. Dimension können wir das dann. In der 5. Dimension herrscht dann, also
herrscht nicht, also ist bedingungslose Liebe und keine Dualität, also kein Gut und Böse gibt es da nicht. Und daher gibt es auch bedingungslose Liebe, also das ist dann, kann man sich gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Und vierte Dimension, also ich mache es jetzt nur ganz kurz. Die vierte Dimension ist dazwischen halt, wenn du im Aufwachprozess bist, wenn du erkannt hast, dass es diese verschiedenen Dimensionen gibt erstens und dass wir halt in einer Matrix leben und hier halt diese Erfahrung machen wollen. Dass es nicht nur dieses eine Leben gibt und so weiter und so fort. Dass es viel mehr gibt. Also wenn du aufwachst. Ja, ich muss jetzt mal gucken, wo ich lang muss. Ich glaube, da lang. Also hier gibt es keine richtigen Wege, aber die sind teilweise markiert mit so ein paar Steinhaufen. Da geht es jetzt auch hin. Ach, paradiesisch. Einfach Paradies. Wir leben im Paradies. Ich bin jetzt nicht die einzige Sternensaat auf dieser Welt. Es gibt sehr viele Menschen, die vorher schon in höheren Dimensionen waren, auch als Außerirdische, zum Beispiel Sirianer oder Arcturianer und, oder auch andere, die von Plejaden kommen. Und hier halt die Aufgabe, das Licht hinzubringen, Menschen zu helfen. Und manche sind Heiler, jeder hat seine eigene Rolle. Ich habe hier die Rolle, wahrscheinlich Menschen Mut zu machen und anzustoßen, sich selbst zu befreien. Ja, das wird mir so ziemlich bewusst in der letzten Zeit. Und ich werde ja darin sehr bestärkt durch die Kommentare, sonst würde ich mich ja nicht so weit aus dem Fenster hängen lassen. Ja. Also ich habe das Gefühl, ihr wollt das gerne hören und viele fragen mich auch nach Hilfe. Ich bin jetzt kein Heiler oder so, ne? Ich habe auch nicht vor, jemanden zu heilen. Ich kann nur inspirieren. Ich kann nur von meiner eigenen Geschichte erzählen und zeigen, wie ich es gemacht habe oder wie ich es mache. Und es muss auch nicht für jeden passen, ne? Ich habe auch auf meiner Reise zwei Menschen getroffen, denen ich diese Geschichte auch erzählt habe. Und die sagten von sich aus auch, ja, ich bin auch einer. Ich bin auch von den Plejaden. Also wir treffen uns auch wieder. Ne? Also wir sind alle eine Familie. Und ja, jeder hat so seine Rolle. Also das sind auch sehr, sehr besondere Menschen, die ich da getroffen habe. Die eine, die ist Tierkommunikatorin. Also sie kann telepathisch mit Tieren kommunizieren. Zum Beispiel mit dem Gordi hat sie das gemacht und mir da ein paar Botschaften gesagt. Und der andere, ja, der ist König. Vielleicht erzähle ich irgendwann mal die Story. Muss ich ihn mal fragen, was ich davon erzählen darf. Ja, also ich gehe mal weiter. So, da sind wir. Ich musste kurze Pause machen, weil es war sehr steil und geröllig. Ja, hier werden wir uns jetzt erstmal niederlassen für eine Weile, sage ich mal. Ja, da sind wir. Also es ist mir leider etwas zu windig hier, deshalb fürs Video gehe ich jetzt weiter. Leider. Dann gehen wir hier wieder zurück, die andere Seite. Ich hoffe, dass da weniger Wind ist. Ja, stehen geblieben bei den Dimensionen, klar.
Also die Frau, die die Lesung gemacht hat für mich, die hat die Plejaden als humanoide Wesen wahrgenommen. Also das sind humanoide Wesen, sehen aus wie wir. Allerdings natürlich schon ein bisschen anders. Die haben mehr so glänzende Haut, sind recht groß und leuchten mehr so, also sind die strahlen schon. Also sind ja lichtvolle Außerirdische. Und ihre Augen sind so ein bisschen nach hinten gezogen und die haben lange Haare, blaue Augen. Ich glaube, blond sind die meisten oder immer, ich weiß es nicht. Man stellt die meistens so dar. Also an sich ist in der 5. Dimension ist alles feinstofflich, also kein Körper. Die können sich aber materialisieren, genauso wie ihre Raumschiffe, um sich zu zeigen. Wir werden in der 5. Dimension wohl unsere Körper behalten. Das wird das erste Mal sein in der Geschichte, ein Experiment quasi. Ja, also wir werden weiter in unseren Körpern bleiben. Aber wir werden natürlich gesund sein und nicht von Nahrung abhängig sein und so weiter. Was haben sie noch erzählt? Achso, und die Frau sagte, ja, es ist so eine humorvolle Energie, die sie spürt. Die sind so lustig drauf, machen auch ein paar Scherzchen und zeigen auf so Bilder oder so, um etwas darzustellen. Aber die sind dann lustig. Und sie hat auch noch nie in einer Lesung gesungen. Und ja, da ging es dann darum, ja, kam eine Depression. Also angeblich hätte ich eine Depression. Oder also mit Zeitangaben ist es immer schwierig bei solchen Lesungen, weil in der 5. Dimension gibt es eigentlich auch keine Zeit. Und Zeit ist ja auch eine Illusion. Wie soll ich das sagen? Jedenfalls, ich wäre depressiv oder würde noch depressiv werden oder ich war depressiv, ich weiß es nicht. Jedenfalls, was soll ich da machen? Meinte, hat die Frau dann gefragt. Und dann haben sie ein Lied gesungen. Also sie hat das dann gesungen. Von Louis Armstrong, What a Wonderful World. Und die hat das echt perfekt gesungen. Also jeden Ton getroffen, also die kann wahrscheinlich auch singen. Aber sie hat noch nie vorher in einer Lesung gesungen. Also das war auch sehr interessant. Ja, es war sehr schön. Später habe ich, als ich wieder mit meiner Freundin wieder zusammen war, also wir waren nicht ganz getrennt, dann hat sie für mich eine Lesung gemacht, um das auch zu üben. Ne? Also die konnte das nicht so gut wie die Lehrerin natürlich. Also man muss das schon üben. Und dann habe ich die Intention gehabt, mich mit den Plejaden zu verbinden. Also ich wollte die Plejaden kontaktieren. Ja, sie hat das dann gemacht und dann kamen auch die Plejaden. Und dann habe ich noch ein paar Fragen gestellt, die mich interessiert haben. Zum Beispiel, in welchen Themen ich sie kontaktieren kann. Und ihre Spezialthemen sind Spiritualität und Technologie. Oh, interessant. Also, ich habe ja Maschinenbau studiert. Jetzt verstehe ich das auch ein bisschen, warum ich technisch versiert bin, vielleicht. Ja, und dann noch, welche Gabe ich mitgenommen habe hier auf diese Welt. Und da haben sie gesagt, Hellsehen. Normalerweise kommen da nicht so konkrete Antworten, aber diese Antwort war sehr konkret und kurz, Hellsehen.
Und ich so, wow, ich kann so gut wie gar nicht visualisieren und soll hell sehen können. Also zuerst habe ich an Wahrsagen gedacht, aber das ist es nicht. Nachher habe ich mir gedacht, ja, okay, hellsehen. Vielleicht kriege ich Bilder, Visionen, ja. Und ich kann mir vorstellen, wenn ich weiter an mir arbeite, weiter mich befreie von Blockaden, dann kriege ich diese Gabe wieder. Also ich bin ja noch auf dem Weg. Ne? Das ist ja, warum ich das hier mache. Wenn du jetzt mindestens 40 Stunden die Woche arbeiten gehst, ja, und dann zu Hause müde ankommst, dann hast du ja so eine Ablenkung, dass du nie zu dir selbst kommst. Und deshalb mache ich das. Ja, hier habe ich eine super Stelle. Hier ist, ich bin direkt im Windschatten dieser Mauer. Ja, hier kommt wieder der Wind. Also ich bleibe jetzt mal hier. Ja, ich setze mich mal. Einen Moment. Ja, also meine Freundin hat das auch so erlebt oder gefühlt, diese humorvolle Energie. Also sie musste die ganze Zeit schmunzeln. Und also ich habe dann noch gefragt, wie ich selber mit ihnen in Kontakt treten kann. Und dann sagten sie, ja, wir sind schon die ganze Zeit in Kontakt und kommunizieren mit dir, aber du kannst es halt nicht unterscheiden, ob das deine Gedanken sind oder unsere ja, Worte. Und boah, hier ist aber echt windig. Da muss ich doch etwas mehr in den Schatten gehen, aber leider auch Sonnenschatten. Aber nicht so schlimm. Boah, ist ja echt. Heute ist ein bisschen windig leider. Kein richtiger Strandtag. 20 Grad, aber trotzdem mit ein paar Wolken. Wenn die Wolken da sind, ist es schon frisch. Was soll ich sagen? Ja, ich müsste quasi mehr in die Ruhe kommen, meditieren oder so und in der Stille. Das fällt mir sehr schwer. Ja, ich bin sehr viel abgelenkt im Außen und jetzt mache ich diese Videos, die lenken mich auch nochmal ab. Also ich komme nicht wirklich in die Ruhe, weil das ist viel Arbeit, was ich hier mache mit den Videos. Nicht nur das Aufnehmen und Schneiden, sondern vor allem auch das Einstellen mit Beschreibung und so weiter und Kommentare beantworten, was ich ja gerne mache. Ne? Ich muss halt dann Auszeiten nehmen und nicht jeden Tag ein Video hochladen. Mache ich ja jetzt auch nicht mehr. Jeden zweiten, dritten Tag. Ich versuche jeden zweiten. Ja, also soweit war das mein Erfahrungsbericht zu den Plejaden. Nicht ganz, also zu der Lesung. Ich habe dann selber versucht, Kontakt aufzunehmen. Ich wusste gar nicht, wo dieses Sternsystem zu sehen ist am Himmel und habe dann die nicht gefunden. Also ich habe im Internet dieses Zeichen, also diese Konstellation gesehen und habe dann geguckt. Konnte sie nicht finden. Dann eines Morgens auf dem Weg zur Arbeit, da war es noch dunkel, bin ich, also ich war mit dem Fahrrad immer unterwegs, bin am Feld vorbeigefahren und dann abgestiegen. Es war Neumond und der Mond war irgendwo anders. Ganz klarer Sternenhimmel und ich dachte mir, jetzt suche ich nochmal die Plejaden. Ne, Daddy? Mein kleiner, mein Bester. Mein Dickerchen, ne? Gordi heißt Dickerchen auf Spanisch. Zufällig. Ne? Ja. Da war schon im Wasser, der Gordi, ja? Du warst schon im Wasser. Guck mal hier, Buddy. Guck mal, da kommt der Buddy noch. Da kommt der Buddy. Da hat der Gordi sich hingelegt.
Ich habe nichts. Der Buddy kommt nur, weil er was zu fressen will. Ne? Und ich habe nichts. Ich habe nichts. Beide sind eifersüchtig. So, lass mich jetzt mal. Ich muss mal weiter hier quatschen, damit ich zum Schluss komme. Also, wie der Cordy mich anguckt. Schaut mal. Ja, jetzt. Na, egal. Buddy. Ja, und dann habe ich gebetet. Ich konnte die Sternenkonstellation nicht finden. Da habe ich gebetet und gesagt, ja, liebe Freunde, wo seid ihr denn? Zeigt euch doch mal. Ja? Gebt mir mal ein Zeichen. Und wo seid ihr? Und dann sah ich so eine kleine, ganz kleine Sternengruppe, so mit 6 Sternen. Ganz Mini-Sternchen, aber die sind ganz nah zusammen. Und dann hat es bei mir Klick gemacht. Und ich so, das sind die Plejaden. Und im gleichen Moment kam eine Sternschnuppe genau an diese Stelle. Ich so, what? Gänsehaut bis zu den Fußspitzen. Also ich kriege das selten, immer mehr. Aber das war extrem. Und ich so, wow, das war die Bestätigung. Und ich so, ja, das sind die Plejaden. Und dann kam noch einmal an der gleichen Stelle eine zweite Sternschnuppe. Noch einmal. Also, wenn man von Synchronizitäten redet oder Zufällen oder was auch immer, das war eine krasse Bestätigung für mich. Und so kommunizieren die mit mir. Also ich habe es noch nicht so drauf, dass ich mich mit denen telepathisch unterhalten kann. Aber ich bekomme vielleicht Ideen, Inspirationen von ihnen. Also meine inneren Weisheiten bekomme ich wahrscheinlich auch dadurch. Und man nennt die ja geistige Begleiter, aber auch auf Englisch Spirit Team. Und im Wort Spirit, also da ist das Englische mal sehr deutlich, kommt, also das Inspirieren, ne? In Spirit kommen, mit dem Geist quasi in Verbindung kommen. Ja, habe ich sonst noch was an besonderen, ja, also das reicht, denke ich mal, mit den Plejaden. Ich habe jetzt längere Zeit keinen Kontakt mehr gehabt. Ich kriege ab und zu Lichtzeichen, Blitze, also so kleine, blitzt ein Licht auf und dann verschwindet das wieder. Wenn ich danach frage, kommt es. Ja, oder Sternschnuppen innerhalb von wenigen Minuten, wenn ich danach frage. Aber in letzter Zeit wird es immer weniger. Ich weiß nicht warum. Aber es muss auch nicht. Ich muss nicht ständig eine Bestätigung erhalten. Ja. Der Gordy legt sich jetzt in die Sonne. In der Zwischenzeit, was ich darüber noch erzählen kann. Es ist ein Kieselstrand. Deshalb ist das Meer auch so schön hellblau und klar. Ja, also die Plejaden sind ja nicht die einzigen Außerirdischen. Ja? Es gibt solche und solche. Es gibt die dunkle Seite, es gibt die lichte Seite. Und ja, es gibt, also jetzt klingt das wieder verrückter, also vom Arcturus, Sirius und noch weitere Sterne, Orion gibt es auch Außerirdische. Also die Arcturianer und Sirianer sind auch sehr lichtvoll, in einer höheren Dimension, noch höher. Und
Dann gibt es auch welche von der dunklen Seite, aber die will ich jetzt nicht alle benennen. Sonst denkt ihr, ich bin wirklich verrückt. Und ja, wir sind jetzt quasi auf dem Weg der Befreiung der Menschheit von der dunklen Seite, die uns hier quasi unsere Energie absaugen. Wir sollen in der Angst gehalten werden, damit wir das Problem haben, damit wir nicht in die 5. Dimension gelangen. Ja? Angst, Wut, alles niedrige Schwingungen, Hass. Und ja, und der Weg in die Befreiung geht über die Selbstermächtigung und in die Liebe, in den Frieden, in den inneren Frieden und in die Freiheit, innere Freiheit. Ja, ich habe mich von vielen schon frei gemacht. Im vorletzten Video habe ich über Iboga geredet. Das ist ein Mittel, das ich genommen habe in einer Zeremonie, um mich von jeglichen Abhängigkeiten zu lösen, zu befreien. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Mittel, um sich zu befreien, innerlich. Ja. Was ist meine Aufgabe hier als Sternensaat? Ja, ich habe jetzt in den letzten 2 Monaten erkannt, welche Berufung ich aktuell in dieser Lebensphase jetzt habe. Und das heißt, das ist halt, andere Menschen von meinen Erfahrungen zu erzählen und zu inspirieren. Also, wenn du zum Beispiel jetzt noch nie von Außerirdischen irgendwie gehört hast oder von den Dimensionen und so weiter, das wird irgendwann noch mal in dein Leben kommen. Und dann denkst du, und dann glaubst du an meine Worte. Oder dann denkst du an meine Worte und glaubst das dann eher. Das ist wie ein Samen, den ich jetzt setze. Und dann gedeiht das irgendwann. Und am Anfang, früher vor 5 Jahren, da haben Freunde von mir auch erzählt, so, ja, die glauben an Außerirdische. Da habe ich dann meiner damaligen Freundin gesagt, ey, komm, mit denen will ich nichts mehr zu tun haben. Die glauben an Außerirdische. Bisschen crazy. Da war ich noch nicht so crazy. Also, ja. Ich freue mich auf das, was noch kommt, und ich bin mir sehr bewusst, dass ja, wir stehen vor einem großen Wandel. Wir werden frei sein als Menschheit. Keiner von uns muss wie ein Sklave arbeiten. Wir werden versklavt. Das ist sicher. Wer das noch nicht spürt, der hat wahrscheinlich das Video jetzt schon längst abgebrochen. Aber ja, ihr wisst, wovon ich rede. Ne? Und der Weg geht für jeden Einzelnen in die Befreiung. Darüber habe ich auch in einem Video gesprochen. Wartet nicht auf die Befreiung, sondern ihr seid der Schöpfer eurer Realität. Wie im Innen, so im Außen. Wenn du dich nicht selbst befreist, dann kannst du lange warten auf die Befreiung im Außen. Weil es gibt auch verschiedene Zeitlinien. Dann bleibst du halt in einer anderen Zeitlinie, wo die Befreiung halt nicht kommt. Solange du dich nicht innerlich befreit hast. Ja. Daher möchte ich euch dazu anregen, arbeitet an euch. Schattenarbeit oder Lichtarbeit, wie man es nennen möchte. Ich habe ganz viel gemacht in den letzten 5 Jahren. Das habe ich jetzt alles schon mehr oder weniger erzählt. Die großen Sachen habe ich etwas ausführlicher erzählt. Und das war es soweit eigentlich von den größeren Dingen. Ich weiß auch gar nicht jetzt, was ich im nächsten Video erzählen soll.
Ja, vielleicht werde ich über euch inspiriert in den Kommentaren. Schreibt mir gerne, wie euch das Video gefallen hat, wie ihr darüber denkt, ob ihr schon solche Erfahrungen gemacht habt, Kontakte oder welche gesehen habt. Also das würde mich mal interessieren. Und wie ihr dahin gekommen seid. Und ja, die Filme zeigen uns das ja schon so teilweise, aber sie zeigen es halt nur anders. Dass wir Angst haben vor den Außerirdischen. Aber die Außerirdischen helfen uns in diesem Bewusstseinswandel. Und ja, für die Befreiung quasi. Und es wird eine Zeit geben, dann werden sie hier auch landen. Und dann braucht ihr da keine Angst haben. Ihr werdet dann das spüren, dass sie uns wohlgesinnt sind. Gut, das war's soweit. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag oder Abend und ja, inspiriert mich gerne für mein nächstes Video. Und bis bald, euer Adel.